Wenn du eine digitale Nomadin oder ein digitaler Nomade bist oder werden willst, dann ist dieses Video für dich. Hallo, ich bin Adrian von PriorLaunch. Ich erkläre dir, wie digitale NomadInnen vom estnischen E-Residency-Programm profitieren können. Zunächst einmal, wer sind digitale NomadInnen? Digitale Nomadinnen oder digitale Nomaden sind Menschen, die ihren Lebensunterhalt online verdienen und keinen festen Wohnsitz haben. Sie müssen also herausfinden, wie sie ihre Steuern korrekt abführen können, da sie in der Regel nicht an einen Ort gebunden sind. Man könnte meinen, wenn man nur das Flugticket kauft und die meiste Zeit des Jahres im Ausland lebt, verlagert sich auch die Steuerpflicht in ein anderes Land. Das stimmt nicht. Nur wer nachweislich keine Einkünfte aus Deutschland erzielt und auch keine Bindungen oder Verpflichtungen mehr hierzulande hat, ist von der Steuerpflicht befreit. Wenn du beispielsweise deine Wohnung in Deutschland vermietest, werden diese Mieteinkünfte weiterhin in Deutschland besteuert. Außerdem wäre jedes in Deutschland erzielte Einkommen nach wie vor in Deutschland steuerpflichtig. Wenn du also freiberuflich arbeitest und auf deinen Rechnungen weiterhin die deutsche Steuernummer angibst, sind die Einkünfte in Deutschland steuerpflichtig. Eine Alternative ist die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in einem Land, in dem Geschäfte remote geführt werden können. Die estnische Gesellschaft mit beschränkter Haftung ähnelt der deutschen GmbH und das Unternehmen wird von einem Vorstand geleitet, der der Geschäftsführung in Deutschland entspricht. Das estnische E-Residency-Programm ermöglicht es E-ResidentInnen beispielsweise eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung schnell und zu 100% digital zu gründen. Und alles ist auf Englisch. Diese Möglichkeit besteht für größere Unternehmen wie auch für FreiberuflerInnen. Aber wie werden digitale NomadInnen nun besteuert? Wo du persönlich steuerlich ansässig bist, hängt in erster Linie davon ab, wie lange du dich in dem einen oder anderen Land aufhältst. In der Regel wird man in dem Land als steuerlich ansässig betrachtet, indem man mehr als 183 Tage im Kalenderjahr lebt. Wenn du dich aber einfach nur in einem anderen Land aufhältst, wirst du nicht automatisch zu einem Steuerinländer oder einer Steuerinländerin in diesem Land. In der Praxis bedeutet das, dass du zunächst deine Gemeinde und dein Finanzamt in Deutschland über deinen Wegzug informieren musst, damit du nicht mehr als steuerlich ansässig giltst. Es wird empfohlen, eine neue registrierte Adresse in einem anderen Land zu haben. Eine ständige Adresse ist auch wichtig, wenn du in diesem Land ein Bankkonto eröffnen willst. Vergiss übrigens nicht, all diese Informationen dem Finanzamt mitzuteilen. Das ist auch wichtig, wenn du später nach Deutschland zurückkehren möchtest. Wenn du nämlich irgendwann wieder nach Deutschland ziehst und in der Zwischenzeit einfach nirgendwo steuerpflichtig gewesen bist, kann das zu erheblichen Problemen mit dem Finanzamt führen. Was bedeutet es in diesem Zusammenhang, eine estnische E-Residency zu besitzen? Wer eine E-Residency besitzt, wird nicht gleichzeitig auch steuerlich in Estland ansässig. Dazu musst du dich in Estland als Steuerzahler, Steuerzahlerin registrieren lassen. Wenn du darüber hinaus ein Unternehmen in dem Land registrierst, in dem du steuerlich ansässig bist, würde dies all deine administrativen Aufgaben weiter vereinfachen. Wenn du beispielsweise selbst in Estland steuerlich ansässig bist und ein estnisches Unternehmen hast, ist es eher unwahrscheinlich, dass dein Unternehmen in einem anderen Land als Estland besteuert wird. Aber auch wenn du anderswo persönlich steuerpflichtig bist, kannst du ein estnisches Unternehmen besitzen und aus der Ferne führen. Mach dich einfach auch mit den Vorschriften für Betriebsstätten in dem Land vertraut, in dem du steuerlich ansässig bist. Wie würden nun die Gewinne deines estnischen Unternehmens besteuert werden? Wenn digitale NomadInnen sowohl Angestellte als auch Vorstandsmitglieder sind, gibt es zwei Arten von Erstattungen: Gehalt und Vorstandsvergütung. Die Vergütung für Vorstandsmitglieder wird in Estland mit der Einkommensteuer besteuert. Digitale NomadInnen, die in Estland nicht steuerpflichtig sind, müssen in Estland keine Sozialversicherungsbeiträge entrichten. Gehälter für digitale NomadInnen, die in Estland nicht persönlich steuerpflichtig sind, werden überhaupt nicht in Estland besteuert. Wenn du also nirgendwo einen festen Wohnsitz hast, können die Gehälter auch nirgendwo besteuert werden. Die estnischen Steuerbehörden können dich jedoch auffordern, dies nachzuweisen. Wenn du aber in Estland steuerlich ansässig bist, werden sowohl die Einkommensteuer als auch die Sozialversicherung von deinem estnischen Unternehmen berechnet und in Estland abgeführt. Weiterhin, in Estland gibt es keine jährliche Gewinnbesteuerung für Unternehmen. Das heißt, wenn die Gewinne am Ende des Jahres im Unternehmen verbleiben und nicht entnommen werden, sind keine Steuern auf den Gewinn zu zahlen. Stattdessen wird die Einkommensteuer auf monatlicher Basis und nur bei Gewinnausschüttungen erhoben. Zum Beispiel, wenn du Dividenden auszahlst. Die Unternehmen, die digitalen NomadInnen gehören, müssen von den an sie ausgeschütteten Dividenden Einkommensteuer an die estnischen Steuerbehörden zahlen. Wenn digitale NomadInnen in Estland steuerlich ansässig oder nirgendwo steuerpflichtig sind, besteht keine weitere Steuerpflicht in einem anderen Land.
Viele digitale NomadInnen schätzen das estnische digitale Geschäftsumfeld und das Steuersystem. E-ResidentInnen können ihr Unternehmen in Estland gründen und sich dazu entscheiden, hier persönlich steuerlich ansässig zu werden. Selbst wenn sie auf der ganzen Welt unterwegs sind, können sie ihr Unternehmen verwalten und alle öffentlichen Dienstleistungen vollständig von überall aus nutzen. Also, schließe dich der Community von mehr als 110.000 E-Residentinnen und E-Residenten an.